Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe mir überlegt, dadurch, dass ich ja auf Instagram ab und zu mal so eine kleine Fragerunde mache, ja, wer mir da noch nicht folgen sollte, kann da sehr gerne reinfolgen. Da machen wir sowas ab und zu, ja, so ein kleines Q&A. Habe ich mir gedacht, ey, die meisten sind ja auf Insta nicht, deswegen habe ich mir gedacht, man kann ja sowas eigentlich auch auf YouTube machen, so, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen mal heute etwas ein bisschen anderes, und zwar machen wir so ein kleines Q&A hier auf YouTube so, ne? Ihr könnt Fragen stellen, ich kann die beantworten so im nächsten Video, blende dann euren Kommentar im Video ein und dann machen wir so ein kleines Q&A, weil generell werden ja schon immer sehr viele Fragen gestellt, sei es an mich privat auf Instagram oder im Discord oder im Livestream so, ne, kommen immer Leute und fragen irgendwas. Also ja, deswegen habe ich mir gedacht, ey, kann man mal auf YouTube einfach sowas machen, wo ihr dann ja einfach querbeet alles fragen könnt, was ihr fragen wollt. Und im nächsten Video werde ich dann so ein kleines Q&A machen, das heißt, fragt, haut raus, was ihr wollt, sei es zu Shakes and Fidget, sei es zu mir privat irgendwie, was euch vielleicht interessiert oder so. Ne? Schreibt mir das sehr gerne mal unter dem Video hier in die Kommentare und im nächsten Video beantworte ich das Ganze dann und blende dann euren Kommentar ein, falls ihr Fragen habt. Ja, wenn jetzt nichts zustande kommt, so, wenn jetzt keiner irgendwas an Fragen stellt, gut, dann lassen wir das natürlich auch sein. Ne? Ist jetzt nur mal so ein Versuch, sag ich mal. Ne? Ja, ansonsten morgen kommt von meiner Seite ja jetzt aus kein Video. Allerdings kommt halt morgen um 17 Uhr das Shakes and Fidget Messe-Video aus Düsseldorf von der Dokumi. Da bin ich ja im Prinzip auch drin zu sehen, dran beteiligt so. Ne? Oh, das ist eine schwere Entscheidung, aber ich sage ehrlich, Gold is the way to go. Hoffentlich wird das belohnt. Ja, ist okay. Ja, also morgen kommt hier trotzdem irgendwie irgendwo ein Video. Dadurch, dass das ja in der Collab, sag ich mal, ist mit dem offiziellen Shakes and Fidget Kanal. Die Premiere ist tatsächlich dafür auch schon bereit. Also man kann hier schon vorab gucken. Hier geht das Ganze los in 25 Stunden, ja, um 17 Uhr am 19. Juli, Shakes and Fidget und Dorza. Also das wird sowohl bei mir als auch bei Shakes and Fidget zu sehen sein. Deswegen wird von mir jetzt in dem Sinne morgen kein Video kommen, aber dafür seht ihr ja dann das Video. Und da bin ich schon sehr gespannt auf euer Feedback und hoffe, dass euch das auch gefällt. Ich habe mir das ein paar Mal schon angeschaut, das Video. Ich finde, das ist sehr cool geworden so, ne? Und ich hoffe, wir konnten euch da mit dem Video so ein bisschen den Messestand näher bringen, den dort Shakes and Fidget aufgefahren hat. So, ne? Und vielleicht an die Leute, das war zum Beispiel auch eine Frage gewesen, wir hatten jetzt ich weiß gar nicht, ja, am Freitag hatten wir die Fragerunde gehabt auf Instagram. Da kam zum Beispiel auch die Frage, ja, wann und wie und ob ich auf der Polaris bin. Und da wird es ja auch den Shakes and Fidget Stand geben, den ihr jetzt halt sehen werdet morgen dann im Video. Und darauf könnt ihr ja dann auch entscheiden, ey, das ist cool, da will ich mal vorbeikommen oder ja, spricht mich jetzt eher weniger an, habe ich nicht so Bock drauf so. Ne? Aber ich glaube, wenn man das halt so sieht, wie wir euch das so zeigen, dann ist das auf jeden Fall für jeden Shakes and Fidget Spieler schon irgendwo, ja, ist schon sehr nice, sag ich mal, dass man zumindest einmal so mit dabei gewesen ist. Und ja, ich denke mal, die Polaris in Hamburg bietet sich dafür an. Und ja, ich hatte ja auch schon in Vergangenheit gesagt, dass ich da auch am Start sein werde auf der Polaris in Hamburg. Das geht ja Freitag, Samstag, Sonntag, glaube ich, von 9. bis zum 11. Oktober. Werde ich die 3 Tage da größtenteils auch am Messestand, denke ich mal, chillen von Shakes and Fidget. Allerdings werde ich jetzt nicht immer 100% die ganze Zeit da sein, so, ne? Also ich bin da ja jetzt nicht irgendwie wie ein Mitarbeiter oder so, ne? Der da jetzt die ganze Zeit am Stand chillen muss, sondern
bei mir ist es ja dann mehr so, dass ich dann halt freiwillig dann so da bin. Und deswegen, jo, genau, werde ich auch mal zwischendurch woanders da sein, bisschen chillen. Aber größtenteils bin ich dann auch alle Tage auf der Polaris und dann auch größtenteils am Shakes & Fidget Stand. Und ja, es haben schon einige gesagt, dass sie auch da sein werden. Freue mich auch auf jeden Fall, euch wieder so zu sehen. Das war so persönlich mein Highlight gewesen von dem Messestand tatsächlich auf der Dokumi. Also nicht der Stand selbst, auch wenn natürlich die Aufmachung und so sehr nice ist und im Prinzip bildet das auch die Grundlage dafür. Aber es war mehr so die Leute, die dorthin gekommen sind, so die Zuschauer, die einen angesprochen haben, so, ne, die einen gesagt haben, ey, cool, dass du das machst, verfolgt dich schon so und so lange, und das dann diesen direkten Austausch mit den Menschen halt zu haben, die man sonst nur in Kommentaren liest oder teilweise gar nicht liest, weil viele schreiben ja auch nicht, die gucken einfach nur die Videos oder Streams und sind halt immer am Start, so, ne? Hat mir auch jemand gesagt, so, ey, ich bin immer da, ich gucke immer so deine Videos und deine Streams und so, aber ich schreibe nie irgendwo in den Chat rein, so, ne? Und ich muss ja sagen, ich bin ja auch selbst so, ne? Ich bin ja auch so jemand, wenn ich irgendwo zuschaue im Stream, also es ist ja mal ganz, ganz selten, dass ich irgendwo mal was reinschreibe. Das kommt wirklich extrem selten vor. Ich genieße den Content einfach von denjenigen auch einfach nur so still und heimlich so für mich, ohne dass ich jetzt mich da aktiv am Chatgeschehen beteilige. So, das ist mir auch meistens, muss ich sagen, immer ein bisschen zu viel, weil ich will einfach nur konsumieren und unterhalten werden. Und sobald du anfängst aber in den Chat zu schreiben, dann beteiligst du dich ja aktiv am Geschehen des Streams. Und ja, das ist auch in einer gewissen Art und Weise auch ein Commitment, weil dann bist du da im Geschehen mit drin, der Streamer involviert dich dann ja auch, ne? Und wenn du dann mal kurz weg bist oder so, ja, kann ja sein, dass der Streamer dich dann irgendwas fragt, weil er denkt, okay, du bist da und dann bist du gar nicht da oder so, ne? Also, ja, keine Ahnung. Also, für mich persönlich muss ich sagen, ich bin meistens auch immer stiller Zuschauer irgendwo in den Streams, ohne großartig jetzt in das Chatgeschehen mit mich da zu beteiligen, so auf jeden Fall. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, ne? Aber es war auf jeden Fall so die Erfahrung, sag ich mal, die das für mich ausgemacht hatte, da auf der Messe mit den Zuschauern mal so ein bisschen in Kontakt zu treten. Und da freue ich mich extrem drauf, auf der Polaris dann das gleiche wieder machen zu dürfen, so, weil sich viele von euch da schon auch angekündigt haben. Und es freut mich natürlich umso mehr. Würde ich jedes Mal wieder machen, so, ne? Also ich glaube zwar, dass ich jetzt nächstes Jahr nicht nochmal auf der Dokumi sein werde, weil das ist mir dann doch schon ein bisschen weit weg, sag ich mal, so 700 Kilometer hin und zurück, ne, für 1 oder 2 Tage ist schon sehr stressig, so, ne, aber ich denke mal, Polaris werde ich auf jeden Fall jedes Jahr mitnehmen, weil das ist schon ein Erlebnis, muss ich sagen, so, das ist schon ganz nice, ne, also der Shakes & Fidget Stand, der bietet halt die Fläche für einen geilen Austausch innerhalb der Community. Und man fühlt sich halt so, als ob man wirklich gerade in der Taverne steht und sich mit anderen Leuten so unterhält. Deswegen, ja, kommt auf jeden Fall mal vorbei, schaut euch das an, guckt euch das Video morgen an, macht euch da ein eigenes Bild von, ob euch das gefällt oder nicht, ob das was für euch ist oder nicht. Und wenn ihr jetzt nicht deswegen da seid, dann vielleicht auch wegen den Leuten, ne, und dem Austausch untereinander, weil da sind halt größtenteils nur Gleichgesinnte, ne, also ist natürlich auch viel Durchlauf, sag ich mal, von Leuten, die das Spiel gar nicht zocken, zum Beispiel, ne? Aber es sind auch sehr viele, die das Spiel halt eben auch aktiv spielen und die halten sich ja auch ein bisschen länger innerhalb des Standes auf und dann kann man sich da untereinander connecten und so, ne? Vorne gibt's dann eine geile Tafel, wo die Leute sich da einschreiben können. Da hat man zum Beispiel dann auch viele Namen schon gesehen, die man auch so innerhalb der Community kennt, ne? Denkt man sich so, boah, krass, der war schon hier, ja, den und den habe ich schon verpasst, ne? Ist auf jeden Fall echt cool gemacht, mit sehr vielen geilen Features. Und auf der Polaris gibt es halt nochmal ein paar mehr Dinge so zu gewinnen und zu sehen, als jetzt auf der Dokumi. Deswegen kann man sich da nochmal extra drauf freuen. Und ich freue mich da definitiv auch drauf.
Genau, ansonsten war es das erstmal soweit mit dem Video. Heute gibt es jetzt noch gleich im Anschluss einen schönen Stream. Ich denke mal, ich werde so gegen 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr online kommen. Bin ich live am Start für euch hier am Samstag und dann, genau, hören wir uns dann, würde ich sagen. Ne? Falls euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne und wir machen ein kleines Q&A im nächsten Video. Ansonsten kommt von mir morgen hier auf YouTube halt eben nur jetzt das Dokumi-Video, ne? Und dann geht es am Montag weiter. Vielleicht machen wir dann am Montag auch schon das Q&A, je nachdem, wenn Fragen zustande kommen. Wenn nicht, dann nicht, ne? Obwohl immer viel gefragt wird. Ich kriege so viele, ihr wisst gar nicht, ich kriege so viele DMs auf Instagram teilweise. Auch da, also auf Insta schreiben mir echt viele privat so, bezüglich Shakes and Fidget. So blablabla, ja, was kann ich hier machen, was kann ich da machen, aber auf Instagram, da antworte ich nicht in DMs. So, weil das ist, weil dann kriege ich Benachrichtigungen auf mein Handy, da habe ich keinen Bock drauf, so, ne? So, also, wenn Fragen sind, meistens DMs immer schwierig. Entweder öffentlich auf dem Discord, live im Stream oder halt irgendwie jetzt unter Videos. Und ja, ich hoffe mal, jetzt, wenn ich dazu aufrufe, kommen dann auch ein paar Fragen zustande. Meistens ist es nicht so. Ja, meistens schreiben die Leute immer privat trotzdem. Aber mal gucken, wir warten mal ab. Ne? Vielleicht ist ja dann das eine oder andere dabei. Dann kann ich immer sagen, ja, hier Video. Auf jeden Fall. Gut, Freunde, das war's also soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.